Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind wieder zurück bei Sei Kritisch und heute mit dem zweiten Part über Michael Jackson. Im ersten Part haben wir über die Missbrauchsvorwürfe gesprochen, die dann am Ende des Tages alle fallen gelassen worden sind, über seine eigene Kindheit mit seinem Vater und den pädophilen Netzwerken und dass der Vater wahrscheinlich alle Jacksons 5 missbraucht hat, sexuell, aber auch mit körperlicher Züchtigung und dann halt alles drumherum, warum ich glaube, dass Michael Jackson sich nicht umsonst immer so unscheinbar dargestellt hat, ne, mit dem Vergleich zu Erzengel Michael, ne, anhand der ganzen Symbolik, die wir kennengelernt haben und am Ende natürlich auch das Dangerous Cover Album und das okkulte Verständnis von Symbolik. Ich glaube, das alles sollte euch ja mittlerweile schon ein Begriff geworden sein. So, in dem zweiten Part werde ich euch die andere Seite von Michael Jackson präsentieren und auch, warum ich von vornherein immer schon dachte, okay, bei Michael Jackson muss irgendwas Komisches ablaufen, okay? Und damit wir ein gutes Gespür dafür jetzt bekommen, was ich meinte, steigen wir direkt in das Video rein. Wenn euch das Video gefällt, abonniert bitte den Kanal, TikTok, Instagram, damit ihr keine anderen Videos mehr von mir verpasst, okay? Also bevor wir jetzt hier über Michael Jacksons okkultes Auftreten reden, möchte ich euch nur etwas zeigen, was mich sofort an die Podesta-Brüder erinnert hat, okay? Und ihr wisst ja noch, die hatten eine Skulptur von der Decke hängen von einem Opfer von Jeffrey Dahmer, glaube ich, war das, ne? Der war doch in dieser ganz komischen Pose komplett in Gold. Und die haben ja, diese elitären, verrückten Kreise haben ja immer so ganz komische, ja, die haben immer ganz komischen künstlerischen Ausdruck, ne, auf was die stehen und was die mögen. Und bei Michael Jackson war das nicht anders. Und zwar 1987 versuchte Michael Jackson die Überreste von The Elephant Man, Joseph Merrick, zu kaufen, okay? Der hat da damals 500.000 US-Dollar angeboten gehabt, aber ich glaube, das war ein Museum, ich glaube, das Museum hat abgelehnt, okay? Und Michael Jackson war wirklich penetrant, hat immer wieder Anfragen geschickt und dann dachte ich mir, wer steht überhaupt auf solche Skelette? Und warum sollte man solche Skelette denn überhaupt kaufen wollen, ne? Außer du möchtest die vielleicht, was weiß ich, in deiner Neverland Ranch da irgendwo hinpacken, damit Leute das bestaunen können. Aber für mich macht das eigentlich keinen Sinn, außer du hast irgendeine gestörte Fantasie da oben, so wie die Podesta, okay? Also das hat mich daran erinnert. So, fangen wir an mit dem esoterischen oder mit der esoterischen Symbolik von Michael Jackson. Hier habe ich einen ganz guten Reddit-Post gefunden und den möchte ich euch jetzt vorlesen. Alle Beiträge, die wir heute lesen, findet ihr auch in der Videobeschreibung, falls ihr euch das selbst natürlich anschauen wollt, ne? Gibt es ja wahrscheinlich einige von euch. Und ich hoffe, dass ihr euch die Videos angeschaut habt, die ich in der Videobeschreibung extra reingetan habe, ne? Über die Seiten von Michael Jackson mit dem Vater und die ganzen anderen Züchtigungen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. So, ich möchte ein paar Theorien über Michael Jackson teilen. Egal, was man über ihn denkt, wir können uns zumindest kollektiv einig sein, wie enorm der Einfluss auf die Menschheit ist. Er hat die größte Fangemeinde der Welt. Tausende Menschen drängen sich direkt vor seinem Hotel, nur um einen Blick auf den King of Pop zu erhaschen. Die meisten Menschen, die schlecht von ihm denken, sind einfach falsch informiert, also lass mich dich darüber informieren, was du vielleicht übersehen hast. Wir sind gespannt. Ich habe immer eine Verbindung zwischen ihm und den Erzengel Michael gespürt. Genau, ich auch. Er hatte schon immer diese goldene Aura um sich, die ich schon als Kind wahrgenommen habe. Hier sind einige Punkte zur Untermauerung meiner Theorie. In der Bibel steht, dass Erzengel Michael an der rechten Hand Gottes sitzt. Michael Jackson trug einen weißen, funkelnden Handschuh immer an der rechten Hand. Die rechte Seite deines Gehirns, deines Körpers, rechte Seite von Gott, Kreativität, Farbe, Kunst. Die Bibel sagt auch, dass Erzengel Michael das Licht der Welt war. Michael Jackson sagt es in seinem allerletzten Lied This Is It. Ich bin das Licht der Welt. MJ gestaltete viele seiner Kleidungsstücke nach dem Kanalisieren des Erzengel Michaels, also nach dem Channeling. Es ist bekannt, dass Erzengel Michael der Hauptanführer von Gottes Armee ist. Beachte, dass Michael Jackson immer so gekleidet war, als wäre er im Militär oder marschierte mit Polizisten und Soldaten. Das stimmt. Erzengel Michael ist Schutzpatron von Polizei und Militär, Beschützer der Menschheit, die sich um die Menschheit kümmerte. MJ spricht über das Heilen der Welt durch Army of Love. Das war die Persona, die er in der Unterhaltung hatte. Michael kümmerte sich um die Erde, die Menschheit und die Kinder. Er war ein Lichtarbeiter. Okay, genau, das meinte ich.
Das war die Persona, die er in der Unterhaltung hatte. Genau, davon gehe ich ja aus. Warum gehe ich davon aus? Also, zweites Albumcover heute, Blood on the Dance Floor. Merkt ihr irgendwas an diesem Albumcover? Vielleicht das Schachbrettmuster oder seinen roten Anzug oder diese dichte Nebelwand, vielleicht die Position seiner Arme. Ich mache euch das mal einfach. Okay? Schaut euch das bitte nochmal an. Und jetzt kommt ein geschultes Auge und sieht diese Sachen. Blood on the Dance Floor. World Trade Center 7. Ein World Trade Center, das andere ist verschwunden. Schachbrettmuster, Freimaurer. Wahrscheinlich der dichte Nebel durch eine Explosion. Rot bedeutet immer Blood Sacrifice, also Blutopferung, mit einem Halbmond. Okay? Was sehr, sehr spannend ist, finde ich, ist halt die Bewegung seiner Arme. Okay? Und wenn wir uns das angucken, so als eine Art Uhrzeit, dann haben wir hier die 9 Uhr und die 11. Okay? Und das wäre jetzt Predictive Programming. Und weil er auf dem Schachbrett ist, ist es ein Zeichen dafür, wer es gemacht hat. Das ist der 11. September. Und ich glaube, das Albumcover ist von 1997. Er sagt euch schon 1997 voraus, dass der 11. September passieren wird. Crazy. Natürlich glaube ich nicht unbedingt, dass er es selbst wusste, aber es gibt auch einen sehr, sehr komischen Zufall, dass Michael Jackson eigentlich am 11. September 2001 einen Termin hatte im World Trade Center und nicht gekommen ist, weil er verschlafen hatte. Okay? Es wird immer darüber geredet, dass er an dem Tag nur knapp dem Tod entkommen ist, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals gehört zu haben, warum er überhaupt dort sein sollte. Michael Jackson hatte ein Treffen in den Konferenzräumen in den oberen Etagen eines der World Trade Center. Er hat es selbst gesagt und Jermaine hat es auch gesagt. Es war nach dem 30-jährigen Jubiläumspecial am 10. September. Michael war mit seiner Mutter und seinen Schwestern zu Besuch und sie hielten ihn in dieser Nacht lange wach, sodass er verschlafen hat. Michael Jackson war so dankbar für die Tatsache, dass er das Glück hatte, sein Treffen zu verpassen, war aber über die Tragödie am Boden zerstört und das ist einer der Gründe, warum er 2001 zu What More Can I Give überging. Sehr unwahrscheinlich, dass Michael Jackson den Termin verpasste, nur weil er mit seiner Mama telefonierte. Steht ihr? Weil, wenn er das hier verstanden hat, dann wusste er an diesem Tag selbst, was passieren wird und ist daraufhin nicht hingegangen. I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told him what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. Dann auch die Sachen, was er er war ja künstlerisch begabt und das sind einige der Bilder, die er gemalt hat, während er immer auf der World Tour unterwegs war, okay? Hier haben wir Michael Jackson. Before you judge me, try hard to love me, look within your heart, then ask, have you seen my childhood? Okay? Ja. So wie wir sie im letzten Video kennengelernt haben, hatte er wirklich eine sehr schlimme Kindheit, okay? Aber wenn ich mir dann dieses Bild anschaue, merkt ihr irgendwas an diesem Bild? Merkt ihr irgendwas an diesem Tor? Es sieht nach etwas aus, wenn ihr richtig hinguckt. Und zwar das erste, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist genau das Gesicht. Okay? Und das Gesicht sieht aus für mich wie ein Bulle, wie ein Stier. Okay? Hier ist das genau dieses Gesichtsumrande, hier ist sein Lächeln, ne, mit seinen Zähnen. Hier die Bullenschnauze, die Nase.
Aber was ich noch interessant fand, ist nicht nur Mickey Mouse, okay, dass er Walt Disney gezeichnet hat. Okay, jeder, der sich mit Walt Disney auseinandergesetzt hat, jeder weiß, dass Disney nicht für Kinderfreundlichkeit steht. Vielleicht im ersten Blick, okay. Aber Disney ist Child Programming pur. Hier verhuren die eure Kinder mit Disney. Okay? Die unterschwelligen Nachrichten, Subliminal Messages, die Disney an seine jungen Zuschauern weitergibt, ist traurig. Wenn man dann googelt, jetzt zum Beispiel mit dem Hunter-Virus, dass eine Operation gab, ne, wo die auch ein anderes Kreuzfahrtschiff auseinandergenommen haben mit 28 Pädophilen, die da sich irgendwie getroffen haben, um neue Netzwerke zu gründen und aufzubauen, so über ihre Netzwerke sprechen wollten. Das passierte auf dem Disney Cruise Ship, okay, auf dem Disney Kreuzfahrtschiff. Dann müssen wir über die Songtexte reden, okay? Wir hatten jetzt Albumcover, jetzt reden wir über Songtexte. Ich könnte euch viele Songtexte zeigen, aber ich möchte euch nur genau diesen zeigen, okay? Weil das sollte für jeden verständlich sein, der sich mit biblischen Kunden auseinandergesetzt hat, okay? Ich habe es euch hier übersetzt. Also, das ist von We Are the World, We Are the Children, ne? Und dann singt Michael Jackson nämlich hier den Part So you know that someone cares and their lives will be stronger and free as God has shown us by turning stone to bread and so we all must lend a helping hand. Sie wissen also, dass sich jemand um sie kümmert und ihr Leben wird stärker und freier sein. Wie Gott es uns gezeigt hat, indem er Steine in Brot verwandelte. Welcher Gott hat uns gezeigt, dass er Steine in Brot verwandelt? Ich kenne die Stelle gar nicht. Ich kenne eine andere Stelle, die hört sich so ähnlich an, aber da ist es nicht Gott derjenige, oder da ist Gott nicht derjenige, der die Steine in Brot verwandelt, sondern das ist von den 40 Tagen von Jesu, okay, wo er fastet und dann kommt ein Widersacher ihm entgegen, Satan, und Jesus hat seit 40 Tagen nichts gegessen und Satan sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandel doch diese Steine zu Brot. Diese Szene ist doch gar nicht passiert. Satan möchte von Jesus, dass er Steine zu Brot verwandelt, okay? Nicht Gott, Satan will das. Also als Zeugen Jehovas Michael Jackson, als gläubiger Christ, wie ihn viele von euch darstellen, wie kann er das nicht gemerkt haben, was er vorgesungen hat, okay? I remember when I wrote Billie Jean, I was riding in my car. You know, the whole Where did that come from? From above. Wie Gott es uns gezeigt hat. Nein, Satan hat es uns gezeigt, okay? Indem er Steine in Brot verwandeln wollte. Aber was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Okay? Matthäus 4, 1-11. Hat er das gemacht? Nein. Hat er nicht abgelehnt? Ja. Also was singt Michael Jackson dann hier? Keiner weiß. Aber er ist ja Christ. Er muss es ja wissen. Richtig? So sieht's aus. Dann habe ich eine andere Geschichte. Dankeschön, Kevin, dass du mir das näher gebracht hast. Das ist, ich habe dieses Buch als Kind geliebt. Der kleine Prinz, kennt ihr alle, ne? Fliegt mit seiner Propellermaschine, landet in der Wüste. Okay? Dann kommt eine Schlange entgegen. Okay? Im Buch verwandelt die Schlange sich nicht zu einem Menschen, aber hier im Film verwandelt sich die Schlange zu einem Menschen. Und dann möchte ich eine ehrliche Antwort in den Kommentaren haben, an was euch dieser Tanz erinnert. Okay?
So, ich glaube, das reicht, ne? An was erinnert euch dieser Tanz? An wen erinnert euch dieser Tanz? Michael Jackson. Billie Jean is not my lover. Oder nicht? Fehlt nur noch ein bisschen. Michael Jackson kann natürlich ein bisschen besser tanzen, ne? Sehr, sehr besser tanzen. Und dann noch ein bisschen seine okkulte Symbolik, wenn er sich kreuzt, wenn er seinen Schniedel kreuzt, wenn er da, was weiß ich, irgendwelche Dämonen beschwört. Aber ist es dieser Tanz? Es ist der Tanz der Schlange von Der kleine Prinz. Okay, die Schlange, Satan, gefallen. Der Junge ist gefallen. Treffen sich in der Wüste. Wir haben gerade Jesus gehabt, 40 Tage in der Wüste. Begegnet eine Schlange, die ihn verführen will. Und macht den Schlangentanz. Versteht ihr? Michael Jackson schaut sich den kleinen Prinz an und sagt, oh, hey, genau so möchte ich tanzen. Und verführt selbst kleine Jungs. Versteht ihr, was ich meine? So, und da haben wir noch mehr Symbolik. Hier das Bild, Michael Jackson mit der Schlange, Lucifer in der Wüste mit der Schlange. Michael Jackson Choreografie vom kleinen Prinz mit der Schlange. Interessant, oder? Ist das nicht interessant? Nächste Thematik. Wenn Michael Jackson Lucifer ist, okay? Wenn Michael Jackson vielleicht der Spirit von Lucifer ist, wir wissen es ja nicht. Aber wir haben, glaube ich, in Rob Skippers Video oder auch im Nimrod-Video, Folge 21, glaube ich, habe ich euch gesagt, dass die gefallenen Engel oder besser gesagt die Menschen, die sie danach kreiert haben, ne, zum Beispiel auch die Nephilim, die geboren worden sind, dass die keine Seele haben. Das bedeutet, deren Spirit, und wir haben es ja gelesen, er hat sich selbst als Erzengel Michael kanalisiert, Channeling, Aleister Crowley, Channeling. Was ist, wenn er nicht Erzengel Michael kanalisiert hat, sondern Lucifer kanalisiert hat, okay? Der die Leute in die Irre führt und sagt, hey, ich bin Michael, aber eigentlich bin ich Lucifer. Okay, und dann hat er diese ganzen komischen Symboliken. Zweite Thematik ist Harpokrates. Danach machen wir Peter Pan. Harpokrates. Wer war Harpokrates? Harpokrates war das Kind Gott in der Kemet-Mythologie, das Schlangen hielt und auf Krokodilen und anderen Tieren stand, vor denen die meisten Angst hatten. Interessant ist hier auch zu lesen, Bluteich schrieb, Harpokrates sei der zweite Sohn der Isis gewesen und sei mit lahmen Beinen zu früh geboren worden. Horus, das Kind, wurde zum besonderen Beschützer der Kinder und ihrer Mütter, nachdem er von Ra, von einem Schlangenbiss geheilt worden war. Wurde er zum Symbol der Hoffnung auf die Götter, die sich um die leidende Menschheit kümmern. Und das erinnert mich an den zweiten Fall vom letzten Video mit dem Evan Chandler, der dann versucht hatte, seinen eigenen Sohn auf Michael Jackson so gesehen aufzuhetzen, indem er ihm gesagt hat, ja, sag doch einfach, dass Michael Jackson dich berührt hatte, dies und das und jenes, weil die Mama und der Vater hatten ja einen Ehestreit. Und dann kam ja Michael Jackson dazwischen, nahm dann die Kinder und die Mutter immer auf verschiedene Veranstaltungen mit, in Freizeitparks, die sind auch immer zusammen essen gewesen. Und hier erinnert mich das an, Horus, das Kind, wurde zum besonderen Beschützer der Kinder und ihrer Mütter. Die Unschuld ist die Kraft, die ihn geschützt hält. Diese uralte Mythologie, die in dem alten Nordostafrika gefunden wird, inspiriert Filme wie Hook, in einer magischen Welt wie Nie Nimmerland. Michael Jackson liebte dieses Buch und wurde zu seiner eigenen Version von Harpokrates in der Musikwelt. Hier haben wir Harpokrates, der Kindgott. Hier hält er Affen fest, hier hält er Schlangen fest, hier hält er andere Tiere fest und er steht auf Krokodilen. Okay. Und ihr erinnert euch an das Bild von Michael Jackson als Pharao, okay, welches man einfach gefunden hat, hat man nicht mal bearbeitet, das hat man einfach gefunden. Und es sah Michael Jackson extrem ähnlich aus, richtig? Es sieht schon ähnlich aus. Deswegen immer, wenn wir über solche Leute reden, wir dürfen nie vergessen, es gibt Channeling, okay? Diese Leute glauben an Wiedergeburt, an Reinkarnation. Okay, was ist, wenn deren Reinkarnationssystem eher so verläuft, dass sie immer noch die alten Gottheiten von damals sind und dann versuchen sie in unserer Welt sich zu etablieren oder sie haben Lust auf einmal, Lucifer wollte ja immer der König der Welt werden, jetzt wird er der King of Pop und damals war er der König von Ägypten und damals war er das Kindgott Hippokrates als fiktiven Charakter Peter Pan. Hier bei Peter Pan haben wir das auch. Hier haben wir das Krokodil. Hier haben wir ihn mit Bubbles, seinem Affen. Okay, alles Tiere, die normale Menschen nicht als Haustiere haben würden. Wer kennt die wahre Geschichte von Peter Pan? Nicht, dass Peter Pan Kinder
mit sich ins Nimmersland mitnehmen wollte, Neverland, weil er die Kinder gemocht hat oder weil er sie von gewalttätigen Eltern beschützen wollte. Nein, Peter Pan hat sie mitgenommen, damit er Kinder hat, mit denen er nie alt wird, weil er ganze Zeit alleine war. Versteht ihr, was ich meine? Er stiehlt die Kinder aus ihren normalen Realitäten. Jetzt überleg mal die Eltern auf einmal, dein Kind ist weg, geklaut von Peter Pan. Oder sollte ich sagen Peter Brunschinski oder sowas. Okay, und Captain Hook ist derjenige, der versucht, die Kinder wieder zu befreien. Der die Kinder versucht, wieder zurück in die Realität, zu ihren Eltern zu bringen. Okay, das versuchen sie euch natürlich auf der anderen Seite. Die versuchen euch Peter Pan als Helden darzustellen. Aber Peter Pan ist kein Held. Peter Pan ist ein Elf. Guckt euch mal die keltischen Mythologien an, wenn es um Elfen geht. Da sind Elfen und Feen nicht gut. Nie. Nie. Das hat man dann irgendwann so in Kinderfilmen gemacht. Oh ja, Disney, alle mögen Elfen, alle möchten Feen sein. Und wenn wir über Peter Pan reden, dann müssen wir uns dieses Gemälde hier anschauen. Okay, von Michael Jackson aus diesem Video. Das ist dieses Gemälde, das steht in der Neverland. Oder hängt in der Neverland. Da haben wir Michael Jackson, sehr weiblich, sehr feminin, sehr weiß, sehr rein, sehr unschuldig, mit kleinen Engelsgestalten, die ihm eine kleine Haarkrone machen, aus Blumen und anderem Grünzeug, okay, mit einem Stab in der Hand und einer Flöte, die Panflöte. Und die Engel sind alle schläfrig neben ihn und können neben ihn entspannen, so unschuldig, die sind auch unschuldig, verschiedene Hautfarben. Okay, aber was ist, wenn ich euch sage, dass genau dieses Bild Michael Jackson eigentlich exposed? Weil, wer ist das auf dem Bild? Das ist nicht Michael Jackson, okay? Es gibt viele Namen für diese Person hier. Und ich finde, die Person, die ihr am nächsten kommt, ist Dionysus, okay? Oder Dionysus. Weil hier haben wir erstmal die Panflöte, okay? Ihr kennt aus Herkules diesen kleinen Satire, Phil, ne? Herkules Trainer. Okay, halb Mensch, halb Ziegenbock, das sind die Flöten, die sie spielen. In Wäldern, in den tiefsten Wäldern von der antiken Mythologie aus Griechenland, wo sie Nymphen jagen, okay, und sie spielen, um sie zu verzaubern, zu manipulieren. Das gleiche ist zum Beispiel Rattenfänger von Hameln. Diese Geschichte ging nie um Ratten. Es ging um Menschen, um Kinder, die die Flöte, die Musik gehört haben und sich dachten, oh, das Lied ist so schön, ich muss dem Lied folgen. Okay, so hat er sie alle aus der Stadt geführt. Okay, und sie versuchen euch das dann zu erzählen, ja, das sind Ratten gewesen. Nein, das waren keine Ratten. Das waren Kinder. Und dann gucken wir uns an, Michael Jackson wurde in kulturellen Analysen und Kunstwerken metaphorisch mit dem griechischen Gott Dionysos verglichen, oft um Themen wie exzessive Bewunderung, Sexualität, Verwandlung und künstlerische Ekstase zu beleuchten. The Guardian-Autorin Charlotte Higgins verglich Michael Jackson metaphorisch mit Dionysos und beschrieb ihn als eine junge, fast mythologische Figur, die von einer hysterischen Horde Fans verfolgt wurde, was an die griechischen Mänaden erinnert. Dann lesen wir doch ein wenig über Dionysos. So, erstmal müssen wir Pan. Okay, Pan ist sehr, sehr wichtig, weil Pan war der Begleiter von Dionysos. Also, Pan ist in der griechischen Mythologie der Hirtengott, Gott der Wildnis, der Wälder und der ungezähmten Natur. Er wird oft mit Ziegenbein, Hörnern, Boxbart dargestellt, gilt als geschlechtsreif und triebhaft und ist bekannt für sein Flötenspiel Panflöte. Als Sohn des Hermes wird er oft mit dem römischen Gott Faunus gleichgesetzt. Als der Sohn der Hermes, okay, der Überbringer der Nachrichten, sehr, sehr hoch in der Freimaurer angesehen, in der Freimaurer-Lehre angesehen. So, Symbolik, er verkörpert die wilde, ungezähmte Seite der Natur und Fruchtbarkeit. Er jagte Nymphen, darunter Syrinx, die sich in Schilfrohr verwandelte, aus dem Pan daraufhin seine berühmte Flöte baute, okay, aus Nymphen. Und in anderen Literaturen finden wir zum Beispiel auch, dass Pan sich nicht nur auf Frauen spezialisiert hat, sondern auch auf Jungs. Dann denke ich mir so, okay, das ist schon interessant, die Panflöte, das erinnert mich irgendwie an Ezekiel 28,13, glaube ich. Luzifer wird in bestimmten theologischen Interpretationen insbesondere basierend auf Ezekiel 28,13 als der prächtigste Engel und Leiter der himmlischen Musik vor seinem Fall beschrieben. Er galt als lebendes Musikinstrument, in dessen Wesen Flöten und Tambourine eingearbeitet waren, um Gott zu verherrlichen. Flöten. Hier haben wir Michael Jackson,
im Black or White Music Video auf der Freiheitsstatue, auf Lucifer, auf der Venus, auf Dione, auf Diana, auf Inanna, auf Ishtar, okay, egal wie wir sie nennen wollen, da tanzt er auf ihrer Fackel. Und hier haben wir verschiedene Orte auf der Welt, Taj Mahal, Big Bang, England, Griechenland oder was für Italien. Hier haben wir Moscheen, Istanbul wahrscheinlich. Hier haben wir die Sphinx, Ägypten, Amerika. Und im Vordergrund ist die Freiheitsstatue, aka Lucifer selbst, höchstpersönlich. Ja, was heißt das, Michael Jackson, dass du da oben tanzt, mein Lieber, der sich mit Okkultismus und Esoterik auskennt? Was heißt das? Also, dann wollte ich euch das hier vorlesen, damit wir ganz kurz nochmal Peter Pan abschließen. A Green Spirit or Inhuman Creature. Oder Link to the God of Pan. Okay? Deswegen heißt er auch Peter Pan. Okay? Und ich habe euch Pan gerade vorgelesen, was er gerne macht. Okay? Die Kinder sind seine Nymphen, er jagt sie. Er holt sie sich. So, ein grüner Geist oder eine unmenschliche Kreatur, das hier unten. Nicht menschlich, Peter wird in der frühen Literatur oft als eine Kreatur dargestellt, die einer Fee oder einem Satyr ähnelt und nicht als ein menschlicher Junge. Ausdünnen der verlorenen Jungs. Eine notorisch dunkle Linie in Barrys Roman besagt, wenn sie erwachsen zu werden scheinen, was gegen die Regeln verstößt, lichtet Peter sie aus. Interpretation von Thins Out. Dieser Ausdruck wird von Wissenschaftlern und in kritischen Analysen weiterhin so interpretiert, dass Peter die Lost Boys ermordet oder ausmerzt, wenn sie zu altern drohen, um sein Gefolge ewiger Kinder zu erhalten. Okay, das ist Peter Pan. Also nichts mit kinderfreundliche Geschichten. Und ich finde, Peter sah sowieso immer so komisch aus. Okay? Hier haben wir Michael Jackson als Peter Pan. Schaut ihn doch an. Der sieht aus wie, das ist doch Peter Pan. Lilane Farbe, Elite, wie auf dem Dangerous Cover-Album, Elite. Und der Weg des Blutes. Ihr entscheidet selbst. Nicht ich. Aber, und außerdem sieht er aus wie Peter Punzinski. Sehr frech. Sehr düster, das Wesen um Peter Pan. Okay, und dann haben wir Michael Jackson natürlich in Disney World, ne, mag er. Goofy als Michael Jackson. Hier haben wir Hippokrates in dem Lied Remember the Time, ne? Remember the time, na 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 na. Mochte ich das Lied. Aber da spielt der Hippokrates. Und er möchte, das ist Eddie Murphy, ne, lustig. Und er möchte unbedingt die Königin des Nils für sich gewinnen. In Remember the Time. Ja, Michael Jackson. Ist doch nicht alles so klar um ihn herum, oder nicht? Dann noch ganz kurz hier auf Academic Open, also Literatur über Dionysus. Sehr interessant. Man kann Dionysus Losgelöstheit als Asexualität bezeichnen, ja. Weil Michael Jackson war ja auch immer so, nein, ich mag keinen Sex und so, sowas habe ich nicht in meinem Kopf. Aber man könnte auch von seiner Bisexualität nebeneinander beider Geschlechter, die sich im Grunde gegenseitig aufheben können, oder sogar von seiner Überwindung der Sexualität sprechen. Es gibt häufig Hinweise auf seine Effemineheit, wie ich euch das gerade vorgelesen habe. Die Überwindung von Sex bedeutet ungefähr dieses kein Sex mehr haben. Und hier haben wir, das werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung hinzufügen, dieses Video. Hier haben wir nämlich eine wahnsinnige Vorlesung eines Freimaurers, der unrealistische Vorteile bei der Samenretention erklärt. Samenretention bedeutet einfach nicht kommen. Und dann gab es da einen kleinen Videoclip zum Beispiel von, vielleicht kennt ihr die Folge von Family Guy, wo The Weeknd dieses Lied singt, I'm a Virgin. Genau, da spricht er auch zum Schluss, wenn das Lied vorbei ist, sagt er zu Mac, warum er keinen Sex haben will. Und das hat auch was damit zu tun, mit dieser Samenretention. Dadurch soll der Mann im esoterischen, im spirituellen Glauben, dadurch soll der Mann seine volle Entwicklung, seine volle Stärke erlangen können. Okay, wenn man schafft, die Lust zu besiegen. Ist dieses Paradoxon hier unten, ist dieses Paradoxon der verweichlichte Gott des Phallus, der phallistischen Gott der Frauen, illusorisch, trivial oder ganz zentral für die Vorstellung vom Gott oder der Natur seiner Kulte. Das Thema kann grob unter 3 Überschriften untersucht werden: Ikonographie, Mythos und Kult. Okay, Phallus ist sehr, sehr wichtig.
Okay, das ist nämlich das Geschlechtsteil von Dionysus. Und schaut mal, in Michael Jackson Thriller im Hintergrund sind Obelisken, nachdem er von guten Michael zum bösen Michael geworden ist, seinen Trieben nachgegeben hat, verwandelt er sich in einen Werwolf. Und im Hintergrund sind Phallus. Die gleichen Phallus, die hier unten beschrieben worden sind. Okay, I don't know. Aber wir können ja mal Rob Skipper gucken. 12 Namen für Nimrod. Für die Ideologie des Widersachers, der versucht hat, Gott zu töten, indem er den höchsten Turm aller Zeiten aufgebaut hat. Okay, ich glaube 5-mal, 6-mal so hoch wie der Burj Khalif. Und hier sind die 12 Namen. Gilgamesch, Baal, Melkart, Adonis, Dumuzi, Batschus, Mithra, Orion, Apollo, Tammuz, Osiris und Dionysus. Dionysus. Michael aka Dionysus. Seine böse Seite. I like this one because they're bathing Apollo. This looks like Apollo. Oh, yeah. And the girls are bathing him. Yeah. Excuse me, I want that one there. Because we have this, I bought this statue. The whole marble is huge, bigger than life size. That's the bathing of Apollo, right? Yes. Dionysus ist in der griechischen Götterwelt der Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase. Er wurde von den Griechen und Römern wegen des Lärms, den sein Gefolge veranstaltet, zusätzlich Bromius oder Bacchus Rufer genannt. In der frühen griechischen Kunst wurde er als bärtiger, älterer Mann dargestellt, während sich sein Erscheinungsbild ab dem Hellenismus zu dem eines bartlosen, feminin wirkenden Jünglings wandelte. Feminin wandelnden Jünglings wandelte. Dionysus' Vater ist Zeus, einer der gefallenen Engel. Zeus, das ist sein Vater. Auf was ich noch gestoßen bin, hier in Dresden, der Panther Quadriga auf der Dresdner Semperoper. Da haben wir Dionysus mit seiner Frau Ariade, glaube ich, hieß die. Okay, und war das Heftigste überhaupt. Schaut mal. Das ist der Pinienzapfen. Okay, den kennen wir. In wie vielen Bildern von Anunnakis, von Papst und von anderen Dings. Wir haben immer den Pinienzapfen. Als ein Zeichen für Göttlichkeit, Wiedergeburt, Unsterblichkeit. Der Pinienzapfen in Verbindung mit dem Anunnaki, mesopotamischen Götter, ist ein antikes Symbol für Unsterblichkeit, Fruchtbarkeit und Weisheit. Das Symbol stammt aus dem altmesopotamischen Raum und wurde auch im ägyptischen Isis-Kult sowie später im Christentum als Baum des Lebens verwendet. Er steht für Wiedergeburt, geistige Erleuchtung durch die Ähnlichkeit zur Zirbeldrüse und Schutz vor dem Bösen. Und Dionysus wird auch mit einem Pinienzapfen dargestellt. Und Michael Jackson ist hier Dionysus, der vielleicht diese Unsterblichkeit gefunden hat oder vielleicht schon immer unsterblich war. Und er symbolisiert sich selbst mit dem Erzengel Michael, dass er ihn selbst kanalisiert hat. Und dann finden wir heraus, wer Dionysus ist, was Dionysus gemacht hat, für was er stand. Dass er ein weiteres Synonym ist für den Antichristen, für einen Widersacher Gottes. Dann haben wir Michael Jackson, wie er diese Choreografie von Bob Fosse 1:1 fast kopiert hat, neu entwickelt hat, wo er auch versucht, den kleinen Prinz als Schlange zu verführen und nennt das den Schlangentanz. Und dann in We Are the World erzählt er uns eine Lüge, dass Gott uns gezeigt hat, dass er Steine zu Brot macht, obwohl es Satan versucht hat. Deren Gott Satan hat versucht, Steine zu Brot zu machen und Jesus lehnt ab. Dann malt er Walt Disney und andere Tore hier von Baal, das Tor malt er hier. So ein richtiges Ball. Dann sollte er am 11. September auch in dem World Trade Center sein. War er nicht. Weil er vielleicht irgendwas gehört hat. Hey Michael, vielleicht solltest du nicht zum World Trade Center gehen. Okay, da hat er die Bilder mit der Schlange. Und Michael Jackson auch als Kind. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass die da irgendwas vielleicht auch so MK-Ultra-Programming gemacht haben. Weil er als Kind schon ganz viele Fotos hat mit den freimaurerischen Symbolen. Das Auge von Horus. Okay, hier immer wieder, hier freimaurerische Geste. Die Finger in der Weste, der Daumen über die Weste. Seht ihr ganz, ganz viele Leute machen. Ganz viele Leute. Ein Auge nur zeigen. Also ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber für mich sieht das aus wie von Anfang an Programming. Was ist, wenn die von vornherein, weil er ist ja wie Beyoncé knows, the Destiny Child,
Schicksalskind, the Destiny's Child. Von allen aus Destiny's Child ist Beyoncé die größte geworden. Guck mal, was mit Beyoncé passiert ist. Versteht ihr, was ich meine? Sasha Fierce, Beyoncé, Dämonenkönigin. Irgendeine Hülle von irgendeiner Dämonin oder so mit Jay-Z zusammen. Diese abgrundtiefen Eliten, die ekligen Viecher. Warum nicht mit ihm auch? Als den größten Musiker aller Zeiten. 3x6. 3x6. Also Freunde, ich weiß ja nicht, was ihr über Michael Jackson denkt, aber guck mal, ich weiß es ja auch nicht, ne, bin ich euch ehrlich. Aber wenn man sich mit der Musikindustrie auseinandergesetzt hat, okay, dann sieht es einfach danach aus, dass er auch einen sehr, sehr tiefen Schatten hatte. Was ist, wenn er diese Sachen, denen man ihm vorgeworfen hat, Missbrauchsfälle, was ist, wenn er das gemacht hat? Er muss ja nicht Sex mit den Kindern gehabt haben, aber ein bisschen kuscheln, ein bisschen küssen, ne, die Nähe zu den Kindern ein bisschen zu exzessiv, ein Schritt zu viel. Und durch seine Unschuldsdarstellung mit Michael, das Symbol, Erzengel Michael, mit Liebe zu Kindern und immer weiß dargestellt, immer weiß, mit Gold, mit der Sonne, mit einem heiligen Schein. Aber dann gucken wir uns die andere Seite von Michael Jackson an, die ich euch gerade gezeigt habe. Die Darstellung. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Okay? Und vor allem, wenn er vielleicht selbst ein Freimaurer geworden ist. Okay? Weil der Arzt, der ihn umgebracht hat, dieser Murphy, der war doch auch Freimaurer. Da gibt es ganz viele Bilder davon. Der war auch Freimaurer. Warum tötet ein Freimaurer einen Freimaurer? Vielleicht ist er nicht gestorben, sondern nur für die Öffentlichkeit gestorben. Vielleicht hat man versucht, Michael Jackson so eher zu retten. Wer weiß. Oder seine Zeit ist abgelaufen und man hat die Präsenz in seiner Hülle rausgenommen und hat das jetzt jemand anderes gegeben. Weil Epstein hat ja darüber geschrieben, ne? Die Möglichkeit, dass die ihre Seelen, oder nicht ihre Seelen, aber ihren Verstand in einen anderen Körper packen können. Darüber hat ganz viele Epstein-Files. Warum nicht? Er ist am 25. gestorben. Der Geburtstag von Dionysus, von Nimrod, von Gilgamesh, von den ganzen anderen Widersachern ist immer der 25. Dezember. Und deswegen hat man uns versucht zu verkaufen, obwohl es biblisch keine Stelle gibt, dass Jesus am 25. geboren ist, was ich nicht glaube. So Freunde, das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, natürlich gerne kommentieren, gefällt mir drücken. Wenn hypen geht, hype das Video. Okay, und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein, viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Sei Kritisch.